Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute mal ein klein bisschen anderes Video, denn wir gehen heute mal ins Forum und schauen uns da mal eine Idee an, die aufkam, die sogar schon Zuspruch gefunden hat von einem GameStuff hier, ja. Und das Ganze ist auch gar nicht so abwegig umzusetzen. Und wir sind ja jetzt im Jahre 2021, was eventuell so ein bisschen... ja, das war ja schon letztes Jahr so angekündigt, eventuell das Jahr werden soll, wo es zu Server-Fusionen kommt. Es wurde schon vom GameStuff schon nachgefragt, welche Events wir uns vorstellen können, abseits von den normalen Events, die man so kennt, so Erfahrung, Gold, Raritäten, Epic Event und so, ihr wisst Bescheid, ne? Und ja, auf jeden Fall wird uns dieses Jahr wohl vieles Neues erreichen, unter anderem halt, wie gesagt, die Serverfusion oder halt auch neue Events, die es so noch nicht gab. Und eventuell fällt darunter jetzt auch dieser Beitrag hier, der erstellt worden ist. Und ja, der Verfasser hatte mich auch schon angeschrieben gehabt. Ich hatte den Beitrag aber vorher auch schon gelesen gehabt und habe mit dem Gedanken gespielt, das Ganze mal in einem Video aufzugreifen und mal nachzufragen, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet. Und eventuell findet das Ganze hier noch ein bisschen mehr Zuspruch. Das Ganze wird vielleicht noch ein bisschen, nimmt noch ein bisschen mehr Gesprächsstoff auf und wird noch ein bisschen größer, die Idee, weil ich finde sie persönlich sehr nice. Und wie gesagt, dieses Jahr lassen wir uns sowieso überraschen, was da so auf uns zukommt, denn da kommt, gehe ich mal zumindest von aus, einiges. Ich weiß natürlich noch nichts. Ne? Könnt ihr mir glauben, ist wirklich so. Ja, ne? Gut, wir fangen mal an. Im Prinzip geht das los, ab hier so ungefähr, hier stellt er sich kurze Vorstellung. Ich möchte euch allen einen Vorschlag über ein mögliches zeitlich begrenztes Serverkonzept vorstellen, um SF-Game auch für Casual-Spieler, Gelegenheitsspieler attraktiver zu gestalten. Die Grundidee, anno 2017 im Sommer zum 8. Geburtstag von Shakes and Fidget wurde der Speed-Server für 30 Tage gestartet. Kann sich vielleicht noch der ein oder andere von euch erinnern. Ich war zu der Zeit noch nicht aktiv, was Shakes and Fidget anging auf YouTube, war schon auf YouTube, aber habe das überhaupt nicht mitgekriegt, den Speed-Server. Davon habe ich nur im Nachhinein was gehört. Ja, der Anreiz auf den Speed-Server zu spielen war immens. Es lockte Preise, Ruhm und Ehre. Für die Gewinner winkten nach der Serverschließung großartige Belohnungen wie der goldene Mushroom aus 14 Karat Gold und 25.000 Pilze wurden verlost. Den goldenen Mushroom habe ich gesehen, ein Bild davon. Im Nachhinein hätte ich den auch gerne gehabt bei mir hinten im Regal, da wird der perfekt reinpassen, also es würde nichts besser reinpassen als da so ein goldener Pilz hier irgendwo, neben der Shakes and Fidget Collectors Edition da oben. Ja, die Veröffentlichung der besten 30 Spieler und Gilden der Ehrenhalle auf der offiziellen Website. Nach 30 Tagen war der Spaß vorbei. Häufig wurden im SF-Forum der Speed-Server nachgefragt, ob es mal wieder zukünftig diesen zusätzlichen Event-Server geben würde. Es wurde explizit auch nach anderen verschiedenen Serverkonzepten gefragt. Ne? Also hier nochmal aufgegriffen, wie es damals so war, weil der wohl sehr viel Zuspruch bekommen hatte. Wieso gibt es also keinen neuen zeitlich begrenzten wiederkehrenden Server mit tollen Preisen als Belohnung, die dann auf die Live-Server übertragen werden können? Dann listet er so ein bisschen ein paar Vorteile von Season-Servern auf. So, ne? Also es sind halt zeitlich begrenzte Server, die ein paar Mal im Jahr oder so erscheinen oder nur einmal im Jahr vielleicht auch. Also es muss was Besonderes bleiben. Abwechslung zum Spiel mit Routine auf den bestehenden Live-Servern durch neue Spielerfahrung. Also die normalen Live-Server bleiben natürlich, ist klar, erhalten. Das ist halt nur so ein Zusatz. Saisonserver, der halt für eine bestimmte Zeit da ist. Mit jeder neuen Season sind neue innovative Rahmenbedingungen als Season-Thema denkbar. Dadurch entsteht nie Langeweile und Monotonie. Spannender Wettbewerb um die Serverkrone durch viele aktive Spieler. Der Season-Server bringt frischen Wind und spricht über Content Creator eine breite Spielerschaft an. Das heißt, über die Leute, die Shakes and Fidget Content erstellen, so wie mich, ist das natürlich auch ein gefundenes Fressen, weil man darüber ja auch berichten möchte und ich euch das natürlich auch zeigen will und das über einen längeren Zeitraum. Dann ist halt auch auf jeden Fall ein bisschen mehr auch zu zeigen von Shakes and Fidget, weil wir wissen ja, Shakes and Fidget Content ist vor allen Dingen nachher im Endgame rar wie Dateiarchive, ne? Oder ihr wisst es, der ägyptische Sonnengott, ne? Ganz klare Sache. Ne, es ist natürlich, ich muss mir den Content auch aus den Fingern saugen. Es fällt mir auch nicht einfach neue Sachen jeden Tag an euch rauszugeben. Das ist wirklich
es ist wirklich manchmal ein bisschen schwierig, muss ich tatsächlich sagen, jeden Tag irgendwie was Neues zu finden. Ja, und vor allen Dingen, wenn halt nicht gerade irgendwelche News oder Events oder Updates kommen, ist wirklich eine lange Zeit Flaute. Und diese Flaute könnte man damit gut decken. Wartezeiten zwischen Updates können überbrückt werden. Genau das, was ich halt gerade gesagt habe. Voraussetzungen für einen erfolgreichen Season-Server. Möglichst fair, bezahlbar, balanced und bugfrei, Zwinker-Smiley, um einen spannenden Wettbewerb sicherzustellen. Das heißt, er darf nicht Pay-to-Win sein, er muss so gut es geht für alle Spieler erreichbar sein und halt, ne, ist klar, wir kennen ja Playa, keine Bugs. So, mögliche Spielmodi. Hat er hier so ein paar Beispiele aufgelistet. Der erste wäre eine Startgebühr von x Euro für den Serverzugang. Es gibt pro Tag eine bestimmte Menge an Pilzen. Das heißt, man kauft sich in den Serverstart ein für einen bestimmten Betrag und dann gibt es eine bestimmte Anzahl an Pilzen, die eins zugewiesen werden und die können nicht mehr werden. Man kann sich also nicht extra was aufladen, man muss damit umgehen können. Ja? Zum Beispiel ansteigend oder fixe Stückzahl an Pilzen. Spannend aus dem Grund, da man sich die Pilze einteilen muss und nicht beliebig viele Dungeons rushen kann. Nach einer festgelegten Zeit endet der Season-Server. Ja, das wäre Möglichkeit 1. Ansonsten die zweite, Startgebühr von x Euro für den Serverzugang. Also wie beim ersten. Als Spieler erhält man täglich 11 Pilze, um 320 Abenteuerlust zu spielen. Und das 50% Reittier, allerdings sind keine zusätzlichen Pilze kaufbar, nur die gefundenen können verwendet werden. Entschleunigte Spielvariante mit bedachtem Pilzeinsatz. Ja, also eine etwas, weiß ich nicht, vielleicht auch billigere Variante. Auf jeden Fall, also ich denke mal vom Programmieraufwand her ist das nicht großartig aufwendig. Und wenn man sich so eine Startgebühr zum Einkaufen von diesem Server da holt, ist das, denke ich mal, auch für Playa ziemlich interessant, was den Umsatz angeht, ne? Weil es ist ja ein zusätzlicher Server und eventuell lockt er sogar noch mehr Leute darauf zu spielen. Zwar nicht langfristig, aber kurzzeitig, ja, und dafür gibt es halt auch noch dementsprechend ein paar Preise so, ne? Und ja, deswegen, hier kommt er auch zu den Preisen, Belohnungssystem, unabhängig von Platzierung. Ich muss mal kurz hier nebenbei auch questen, ja. Also jeder Spieler, der teilnimmt, erhält entsprechend der Platzierung eine Belohnung, zum Beispiel Goldrahmen, Spielerporträt, individuelles Gildenwappen mit Schriftzug, Banner, Titel, also sehr viele coole Ideen auf jeden Fall. Zum Beispiel Season 1 Champion oder Grand Champion, so, ne, wenn saisongebundene Server da sind, dann gibt es natürlich auch verschiedene Seasons, so, ne, und der erste Champion von der ersten Season zu sein von so einem Server, das ist schon, ich glaube, das wollen einige haben, ja. Abhängig von der Platzierung für Spieler und Gilden. Es wäre schön, wenn die Belohnungen auf die Live-Server übertragen werden. Ich denke mal, das sollte ja dann selbstverständlich sein in dem Falle. Und er hat dann geschrieben, was wir von dem Vorschlag halten. Ich frage euch, ja, was haltet ihr von dem Vorschlag? Ich finde, das sind auf jeden Fall schon sehr coole Ideen, auch schon relativ gut ausgereift, muss ich sagen. Ich denke mal, dass den Machern von Playa noch irgendwas dazu einfallen wird. Und ja, das Wichtigste ist halt wirklich einfach nur, das sind wirklich diese Sachen hier, ne, das sind wirklich die Sachen, die dabei stimmen müssen, so, ne. Also es muss halt wirklich bezahlbar sein, es darf jetzt nicht wieder eine unverschämte Sache sein irgendwie, wo man unendlich viel Geld reinpumpt, ja. Möglichst einmal dann auch bezahlen, ne, möglichst fair, möglichst balanced und natürlich, wie gesagt, das Ganze frei von Bugs, so, ne, weil, ja, da kann ich mir vorstellen, wenn es da zu Bugs kommt, weil da geht es ja auch dann um ein bisschen wahrscheinlich Preisgeld, Pilze, Belohnungen, ne, Avatar-Bild, was gezeichnet wird, Goldrahmen, eventuell, ja, halt so eine Sachen, die relativ viel kosten und auch sehr, sehr selten sind, ne, ich meine, sowas jetzt wie der Avatar, den Goldrahmen kann man sich immer holen, ja, und das ist halt dann, könnte zu ziemlich viel Ärger führen, falls es da zu Bugs kommt. Deswegen sollte man das vielleicht im Vorhinein mal testen. Ja, und wie gesagt, hier, der eine GameStuff hatte hier schon was dazu geschrieben gehabt und ist tendenziell auf jeden Fall nicht abgeneigt, was die Idee angeht. Und deswegen, ja, finde ich das auf jeden Fall ziemlich interessant. Passt ganz gut jetzt in den Zeitgeist von 2021, wo jetzt wahrscheinlich uns viel im Sinne von neuen
neuartigen Events bevorsteht, von neuen Serverfusionen, wie gesagt, eventuell und so weiter und so fort. Deswegen ja, passt das, wie gesagt, eigentlich ganz gut rein. Und deswegen wollte ich das ganze Thema auch nochmal ein bisschen beleuchten und wie gesagt nach eurer Meinung fragen, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr auch noch selbst irgendwie Ideen, Vorschläge, was man noch verbessern könnte oder was es noch für andere Dinge so gibt. Das würde mich auf jeden Fall auch sehr interessieren. Das könnt ihr auch gerne alles unten in die Kommentare reinschreiben. Das werde ich mir auf jeden Fall durchlesen. Beantworten wahrscheinlich nicht, aber ich werde mir auf jeden Fall jeden Kommentar durchlesen, so wie ich das eigentlich immer mache. Und ja, dann sollte es auch soweit erstmal gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So ein kleines Themenvideo auf jeden Fall, aber ich finde es auch mal sehr interessant, sowas zu beleuchten, wenn sehr gute, ausgereifte Ideen mal zustande kommen, die auch irgendwie jetzt gerade in die Zeit passen. Dann kann man das sehr gerne mal auch mal vorstellen und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da eure Meinung auch dazu da lasst. Und ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.